Hallo und herzlich willkommen zu Yamaha Experts Online. In dieser Videoreihe zeigen wir Ihnen die verschiedenen Digitalpianos und Keyboards von Yamaha. Wir erklären Ihnen die unterschiedlichen Funktionen und Möglichkeiten, um das richtige Piano für Sie zu finden. Außerdem erfahren Sie Tipps und Tricks, um das Beste aus Ihrem Piano herauszuholen. In diesem Video schauen wir uns zwei Modelle aus dem Bereich der portablen Digitalpianos von Yamaha an. Das P145 und das P225. Es gibt im Wesentlichen zwei Faktoren, warum die P-Serie so erfolgreich ist. Es ist super transportierbar und dabei müssen wir nicht auf Soundqualität verzichten. Die gewichteten Tasten spiegeln authentisch das Gefühl eines akustischen Pianos wider und das Ganze auch noch zu einem sehr guten Preis. Die Reihe startet mit dem P145 und steigert sich in den P225 mit derselben Klaviatur und Portabilität, ideal also für Live-Auftritte. Aber wie wir sehen werden, gibt es ein paar Unterschiede und wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Karriere als Pianist zu starten, dann wird das P225 interessante Optionen für Sie bieten. Ein Digitalpiano simuliert sehr realistisch den Sound und das Gefühl eines Akustikklaviers. In einer digitalen Welt können Sie mit der P-Serie allerdings noch mehr Möglichkeiten ausschöpfen. Lassen Sie uns mit der Spielbarkeit starten. Wenn Sie eine Taste auf einem akustischen Piano spielen, trifft ein sogenannter Hammer auf eine Saite, was dazu führt, dass diese vibriert. Da die tiefen Saiten länger und dicker als die hohen Saiten sind die Hammer der tiefen Noten auch größer und gewichtiger als in den Höhen. Das bedeutet, ein Pianist hat viele Möglichkeiten, wie er etwas klingen lässt, und das ist ein entscheidendes Merkmal von Klavieren. Beide P-Modelle simulieren genau dieses Gefühl der gewichteten Tasten mit einer sogenannten Graded Hammer Kompaktklaviatur, kurz GHC. Diese 88 gewichteten Tasten können in drei Bereiche abgegrenzt werden. Die tiefen mit höherem Gewicht, der Mittelbereich, der etwas leichter ist, und die hochtonigen Tasten, die mit einem leichtesten sind. Dank der neuen GHC-Klaviatur haben Sie mehr Kontrolle über jede einzelne Note und zusätzlich einen deutlich spürbaren Tastendruck. Wenn Sie im Musikunterricht zum Beispiel auf einem Akustikpiano spielen, werden Sie so gut wie keine Unterschiede bemerken. Das P145 und P225 kommen in einem modernen und kompakten Design, das sie zum perfekten, flexiblen Begleiter macht. Wenn wir über den Klang sprechen, dann hat das P145 den Sound eines Konzertflügels, dem Yamaha CF3S. Und um das Erlebnis noch realistischer zu gestalten, ist sogar jetzt die Dämpferresonanz integriert, was für einen noch authentischeren Klang sorgt. Bei dem P225 gehen wir noch eine Stufe weiter und haben nichts Geringeres als den weltberühmten Sound des Yamaha CFX Konzertflügels. Ebenfalls ausgestattet mit der Virtual Resonance Modeling Lite Technologie und Key-Off Samples. Diese Technologie reproduziert realistisch komplexe Resonanzen, zum Beispiel Saitenresonanzen, die sich auch je nach Tastendruck ändern. Beide Instrumente wurden unter außerordentlich hohen Qualitätsbedingungen aufgezeichnet und gesampelt. Mit den Klängen dieser beiden Konzertflügel liefern die neuen P-Modelle Raffinesse und Nuancen, die man eigentlich nur bei höherklassigen Instrumenten findet. Zusätzlich hat das P225 einen tiefen, aber definierten Bassbereich und zugleich brillante Hochfrequenzen. Dies ermöglicht das Zwei-Wege-Lautsprechersystem. Mittels zweier Lautsprecher, die ausschließlich dem Bass gewidmet sind, und zwei Hochtönern ist die Soundqualität des P225 in dieser Preiskategorie einmalig. Es hat damit auch einen noch volleren Sound als der kleine Bruder, das P145. Die Klangausbreitung des P225 ist dank der Position der Lautsprecher so, dass es klingt wie beim echten Flügeldeckel und mit einem Resonanzboden. Wenn das Piano an der Wand steht, wird genau dieser Effekt durch die Klangreflexion noch deutlicher. Mit dem integrierten Equalizer lässt sich dann der Sound noch weiter optimieren.
Das P225 ist außerdem mit der Tone Escapement-Technologie ausgestattet, der den Sound klarer und detailreicher macht. Das heißt, die Akustik ist sehr gut ausbalanciert. Wie Sie vielleicht schon ahnen können, ist das P225 eindeutig mein persönlicher Favorit. Vielleicht haben Sie das auch schon erlebt. Um Ihre Mitmenschen nicht zu stören, haben Sie die Lautstärke richtig leise gedreht und plötzlich klingt der Sound irgendwie dumpf und nicht wirklich ausbalanciert. Was das angeht, werden Sie nie wieder Probleme damit haben, denn das P225 ist mit einem IAC-System ausgestattet. Dieses Intelligent Acoustic Control System passt automatisch den Equalizer an die Lautstärke an. Richtig clever gemacht. Das neue P225 bietet natürlich auch die Möglichkeit, Kopfhörer zu nutzen. Das schont Ihre Ohren und ermöglicht Ihnen noch längeres Üben am Klavier. Dafür sorgt der sogenannte Stereophonic Optimizer. Aber um nochmal auf beide Modelle einzugehen, sowohl das P145 und 225 können Hall-Effekte produzieren und das ist deshalb so spannend, weil wir dadurch auch in verschiedenen Räumen spielen können. Zum Beispiel in einer Konzerthalle, einem Club oder im Tonstudio. Sie entscheiden. Zum Thema Live-Spielen in unterschiedlichen Räumen. Lange Zeit war es ein Problem, dass das Piano live zwischen verschiedenen Instrumenten untergegangen ist. Auch das ist bei den neuen P-Modellen kein Problem mehr. Beide Modelle sind mit einem Soundboost ausgestattet, sodass Sie in solchen Situationen einen starken und dominanten Sound kreieren können. Beide Modelle bieten nicht nur qualitativ hochwertige Piano-Sounds, sie können auch ganz einfach andere Instrumente spielen. Das P145 stellt Ihnen insgesamt 10 verschiedene Sounds zur Verfügung. Zum Beispiel ein Elektropiano, eine Orgel, ein Streichorchester, Cembalos und sogar ein Akkordeon und der neue Dizzy-Sound. Im P225 haben Sie sogar 24 Sounds mit dabei. Das P145 hat eine Polyphonie von 64 Stimmen und das P225 sogar eine 192-stimmige Polyphonie. Damit brauchen Sie sich in Zukunft keine Gedanken mehr machen, ob einzelne Töne auf der Strecke bleiben. Ganz besonders wichtig bei der Dualfunktion, bei der 2 Sounds gleichzeitig gespielt werden können. Zusätzlich zu dem Dualmodus haben wir, wie schon erwähnt, viele weitere Funktionen, die weit über den Sound und das Spielgefühl hinausgehen und dafür sorgen, dass wir noch mehr aus unserem Piano herausholen können. Eine dieser Funktionen ist die Bluetooth-Funktion beim P225. Sie können Ihr Instrument ganz einfach mit einem Bluetooth-fähigen Smartphone oder Tablet koppeln und so über die Lautsprecher des Pianos Musik hören. Sie können sogar mit Ihrer Lieblingsband ganz einfach mitspielen und mittendrin sein. Ein weiterer Vorteil des P225 besteht darin, dass Sie die Klaviatur in 2 Zonen mit unterschiedlichen Sounds aufteilen können. Wenn Sie zum Beispiel mit der einen Hand einen Bass spielen wollen und mit der rechten Hand ein Piano oder andere Sounds, dann ist das mit der Split-Funktion ganz einfach möglich. Auch Aufnahmen sind mit dem P225 möglich, also super, um Ihre Entwicklung zu beobachten. Ich zeige Ihnen das mal. Natürlich ist es auch beim Üben wichtig, ein Metronom zu haben, um das Tempo zu halten.
Im P145 haben wir ein typisches Metronomklicken zur Wahl. Das P225 geht dann noch einen Schritt weiter. Wir können nämlich Rhythmen nutzen, die dann das Metronom ersetzen und noch deutlich mehr Spaß machen, das Spielen mit anderen Musikern wird damit auch noch geübt. Dabei gibt es Schlagzeug- und Bassmuster, die sich harmonisch in Ihr Klavierspiel einfügen. Sie müssen nichts weiter tun, als einfach nur genau so zu spielen, wie Sie es immer tun. Das Piano passt sich automatisch an. Auf diese Weise lernen wir nicht nur das Tempo zu halten, wir gewöhnen uns so auch daran, in verschiedenen Rhythmen und Musikrichtungen zu spielen. Das ist wirklich klasse. Auch spannend ist der Duo-Modus. Dieser Modus erlaubt es, die Klaviatur in 2 identische Zonen aufzuteilen. Diese Funktion ist super, um zum Beispiel mit dem Klavierlehrer zu üben. Der Lehrer kann also in der einen Zone spielen, während wir in der anderen Zone in derselben Oktave mit denselben Tönen spielen können. Perfekt also auch, um einfach mal mit Freunden zu jammen. Die Pianos der P-Serie sind dank des simplen Aufbaus total einfach zu bedienen. Beim P145 haben wir nur einen Funktionsknopf, um verschiedene Funktionen auszuwählen, wie zum Beispiel so. Mit bestimmten Tasten macht es uns auch das P225 leicht, eine schnelle Auswahl zu treffen, ohne sich bestimmte Tastenkombinationen merken zu müssen. Indem Sie einfach nur die LED-Tasten wiederholt drücken, können Sie ganz einfach durch die verschiedenen Sounds gehen. Beide Modelle aus der P-Serie können auch mit der Smart Pianist App von Yamaha verbunden werden. Laden Sie einfach die kostenfreie App herunter, egal ob über iOS oder Android, und Sie können alle Funktionen auch über Ihren Bildschirm steuern. Im Piano Room haben Sie die Möglichkeit, Ihren Sound individuell einzustellen, oder im Voice-Bereich können Sie Ihr Wunschinstrument ganz einfach mit ein paar Klicks auswählen. Sie können auch Ihr Gespieltes selbst einspielen und dieses wird dann als Notenblatt angezeigt. Sie können Sounds wechseln oder den Sound sogar individuell anpassen. Die Aufnahme können wir dann mit Freunden teilen oder einfach nur speichern, um Ihren Fortschritt nachzuvollziehen. Ihre kreativen Ideen sind also für immer aufgezeichnet und gehen niemals verloren. Die Smart Pianist App beinhaltet insgesamt 303 klassische Stücke als PDF-Notenblätter zum Üben und Sie können diese Noten direkt über Ihren Bildschirm ansehen und vom Blatt spielen. Ich habe hier die Möglichkeit, im Songbereich meine Lessons auszusuchen und gehe hier auf die verschiedenen Varianten und kann mir zum Beispiel meinen Czerny aussuchen, gehe auf Fertig und habe meine fertige Notenpartitur vorliegen. Mit dem Design trifft Yamaha absolut ins Schwarze. Wir können unser tragbares Piano in ein Instrument verwandeln, das in jedem Raum Ihres Zuhauses eine gute Figur macht, indem Sie den speziell für diese Modelle designten Stand und die Pedaleinheit mit 3 Pedalen dazunehmen. Damit haben Sie dann dieselben Funktionen wie bei einem Akustikpiano. Und zu guter Letzt, wie schon zu Beginn des Videos erwähnt, es gibt viele Pianisten, die ein portables Instrument wollen, das einfach und leicht zu tragen ist und perfekt ist, um live zu spielen. Umso besser, dass das P225 einen Stereo-Ausgang hat, sodass Sie das Modell an einen Mixer anschließen können und den Sound so verstärken können. Sie können auch die integrierten Lautsprecher zum Monitoren nutzen, um sich selbst auf der Bühne besser zu hören. In einem kleinen Raum spielen Sie ganz einfach mit den Instrumentenlautsprechern, ohne viel Zubehör mitschleppen zu müssen. Und mit dem Soundboost werden Sie den Raum mit einem noch satteren Klang füllen können. Dank der Kompatibilität mit der Smart Pianist App können Sie auch bestimmte Songs über Ihr Lautsprechersystem abspielen und gleichzeitig das Notenbild auf Ihrem Bildschirm abbilden lassen. Wie Sie sehen, sowohl das P145 als auch das P225 sind perfekte Pianos, um Ihr Abenteuer an den Tasten zu beginnen. Und im Falle des P225 sprechen wir von einer tollen Option für Musiker, die ein transportables Piano mit allem Drum und Dran suchen.
voll mit Funktionen und perfekt, um live zu spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie konnten einiges über unsere Instrumente erfahren. Für weitere Informationen und Beratungen wenden Sie sich gerne an Ihren Yamaha-Fachhändler in Ihrer Nähe. Ich freue mich, wenn Sie sich die weiteren Experts-Videos anschauen und wünsche Ihnen dabei viel Spaß.